Ist der typische Vierjahreszyklus, den Bitcoin durchläuft, tot? Eine sehr kontroverse Aussage, die man immer wieder auf YouTube, X oder sonst wo sieht. Es gibt die Leute, die sagen, die Cycle-Theorie ist gebrochen und genauso viele, die sagen, sie ist intakt. Vielleicht haben die Spot-ETFs, die Anfang letzten Jahres an den Start gingen, in Verbindung mit der Wall Street wirklich das gesamte Game verändert. Denn auf einmal haben wir Institutionen mit extrem tiefen Taschen, die kontinuierlich stacken, bei egal welchem Kurs. Wir haben die sogenannten Treasury Companies wie Michael Saylor mit Strategy, die kaufen, als gäbe es keinen Morgen. Bitcoin ist immer einem überraschend ähnlichen Muster gefolgt und der Vierjahreszyklus hat zumindest bisher immer relativ gut funktioniert. Grund genug für uns heute darüber zu sprechen, was der Vierjahreszyklus überhaupt ist, welche Indikatoren und Argumente dafür und dagegen sprechen, welche weiteren interessanten Datenpunkte existieren, die leider oft außer Acht gelassen werden und natürlich, ob dieses Muster wirklich tot ist. Wird gut? Auf geht's! Bevor es gleich losgeht, nichts von dem, was ich mache, ist jemals Anlageberatung, sondern nur meine eigene Meinung. Und wer mich für meine Arbeit unterstützen will, der kann gerne einen Like, vielleicht noch Abo dalassen, für euch komplett kostenlos. Erst einmal sollten wir eindeutig darauf eingehen, was der Vierjahres-Cycle überhaupt ist. Denn sehr viele Leute verstehen diesen nach wie vor falsch. Seit seiner Entstehung ist Bitcoin immer einem sehr ähnlichen Muster gefolgt. Zuerst haben wir das Halving, wodurch die, sagen wir, Belohnung durch das Mining eines neuen Blocks halbiert wird. Das Halving ist der Grund dafür, weshalb Bitcoin langfristig gesehen immer knapper wird. Das Halving reduziert also langfristig das Umlaufvermögen. Jeder kauft mehr Bitcoin, das Umlaufvermögen sinkt und weil das Halving stattfindet, wird es schwerer, die Anzahl Bitcoin, die aus dem Umlaufvermögen entzogen werden, zu ersetzen. Gleichzeitig steigt aber dauerhaft der Bedarf an Bitcoin. Das Halving war also zumindest historisch gesehen ein Auslöser für einen massiven Bullrun. Und genau das wird auch von den Daten unterstützt. Das Halving in 2012 hat zu einem Bullrun geführt, bei dem wir das Peak und somit den Hochpunkt in 2013 sahen. Das 2016er Halving war der Kickoff eines weiteren Bullenmarktes mit anschließendem Top in 2017. Das 2020er Halving hat erneut für einen Bullrun gesorgt, bei dem wir dann in 2021 getoppt haben. Und das letzte Halving jetzt in 2024 hat nun erneut zu dem Bullrun geführt, in dem wir uns aktuell befinden. Wir erkennen also sehr deutlich, dass diese Theorie des Vierjahreszyklus bisher sehr gut funktioniert hat. Und wenn sich die Geschichte wiederholt, werden wir jetzt in diesem Jahr in 2025 das nächste Top im Markt sehen, bevor dann in 2026 das sogenannte Bottoming Year oder auch der Bärenmarkt entsteht, in dem wir einen Tiefpunkt erreichen. Ich sagte dazu bereits des Öfteren, dass ich es sehr gefährlich finde, sich nur auf die Vergangenheit zu verlassen, denn nur weil das in den bisherigen Zyklen so gut lief, heißt das nicht, dass es auch weiterhin so gut funktioniert. Problematisch ist, dass wir immer nur rückblickend sehen können, ob der Vierjahres-Cycle funktioniert hat oder nicht. Denn nur wenn wir wirklich im kommenden Jahr den Übergang zum Bärenmarkt markieren, alle Indikatoren ausschlagen und wir sehen, wir haben in 2025 das Top erreicht, erst dann können wir mit Sicherheit bestätigen, dass dieses Modell intakt ist. Und das ist genau die Stelle, an der wir immer laute Stimmen hören, die sagen, this time it's different. Also alles ist dieses Mal anders. Die Aussage, dieses Mal ist alles anders, ist eine der gefährlichsten Aussagen überhaupt, wenn wir von Investments sprechen. Und zwar unabhängig davon, ob wir von Bitcoin, anderen Kryptowährungen, Aktien oder auch Rohstoffen sprechen. Was ist, wenn dieses Mal nicht alles anders ist, sondern alles genauso ist? Wir müssen also einmal ganz klar zugeben, das Modell des Vierjahres-Bitcoin-Cycle scheint bisher gut zu funktionieren. Was sind aber eigentlich wirklich die Begründungen dafür, dass es diesen Vierjahreszyklus überhaupt gibt? Beziehungsweise, warum wir diese Taktung in 4 Jahren haben? Da hören wir immer wieder die wildesten Geschichten. Eigentlich gibt es aber nur zwei wirkliche Argumente, die für dieses Modell sprechen. Vieles andere ist Interpretationssache. Die zwei wirklich ernstzunehmenden Argumente sind die Ausbreitung der globalen Geldmenge M2, über die wir bereits sehr oft auf diesem Kanal sprachen. Zuletzt erst vor ein paar Wochen in diesem Video, das ich hier oben rechts verlinke, empfehle ich jedem, der es noch nicht gesehen hat. Grund Nummer 2 ist das Bitcoin-Halving. Was sich immer sehr wacker hält und zu den Aussagen mit viel Interpretationsspielraum gehört, ist die angebliche Korrelation von Bitcoin zu Gold oder auch Bitcoin zum S&P
500, also zum Aktienmarkt. Und hier haben wir ein perfektes Chart, das alle drei miteinander vergleicht. Die blaue Linie ist der S&P 500, die gelbe ist Gold und die weiße Linie ist Bitcoin. Zeitlich gehen wir bis 2011 zurück, was ja auch nur so überhaupt Sinn ergibt, da wir ja noch keine sehr lange Historie bei Bitcoin haben. Wenn man jetzt erst einmal so auf dieses Chart blickt, könnte man eine gewisse Korrelation, die Bitcoin zu Gold und auch zum S&P 500 hat, erkennen. Je tiefer wir aber reinzoomen, desto mehr verschiebt sich das Bild. Nehmen wir einmal den aktuellen Cycle, der per Halving im April 2024 den Start des Bullenmarktes markierte, und grenzen das einmal ein. Jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus. Wir sehen, dass der S&P 500 per blauer Linie dargestellt seit Anfang 2024 vollständig seitwärts läuft, Gold im Endeffekt auch. Einzig Bitcoin hat wirklich Wachstum gesehen. Wir gehen zum letzten Cycle zurück, also Anfang 2020 bis 2023. Auch hier haben wir ein sehr ähnliches Bild. Gold sah eine gewisse Performance und auch der S&P ist angestiegen. Wenn wir das aber in Relation zu Bitcoin setzen, erkennen wir erneut, dass das Argument, dass Bitcoin ja in Korrelation mit dem Aktienmarkt oder auch Gold steht, eigentlich keinen wirklichen Sinn ergibt. Wir merken also, kurzfristig betrachtet haben wir Korrelation, langfristig betrachtet nicht. Argument Nummer 1, das Sinn ergibt, ist das Bitcoin Halving. Denn hier können wir wirklich sehr klar erkennen, dass wir im Anschluss an das Halving diese Ausbrüche nach oben gesehen haben. Wir haben hier alle bisherigen Halvings eingezeichnet und sehen auch schon das nächste in 2028. Interessant ist zu beachten, dass wir immer in diesen grünen Phasen hier im Hintergrund nach den Halvings die sogenannten Price Discovery, also Preisfindungsphasen gesehen haben, in denen Bitcoin neue Höchststände erreicht. Noch interessanter wird es, wenn wir uns den Bitcoin-Kurs nach dem Halving anschauen. Die lilane Linie repräsentiert den 2012er Cycle, die grüne den 2016er und die blaue Linie den letzten Cycle in 2020. Die schwarze Linie ist der jetzige und damit aktuelle Cycle. Wir erkennen also sehr klar, dass zumindest wenn sich die Theorie des Vierjahreszyklus erneut bestätigt, wir noch sehr viel Luft nach oben haben. Eines ist beim Thema Halving aber festzuhalten. Märkte funktionieren immer auch ein Stück weit mit Emotionen. Das Halving ist bereits in den Köpfen der allermeisten ein Ereignis, was im Anschluss dazu führt, dass Bitcoin neue Höchststände erreicht. Wir haben also FOMO-Phasen, in denen jeder über Bitcoin spricht und jeder will rein. Und das ist gleichzeitig ein weiterer Grund, der die Theorie des Vierjahreszyklus stützt. Denn genau weil viele Leute sagen, sie müssen jetzt, weil das Halving vor der Tür steht, Bitcoin kaufen, sehen wir aggressives Kaufverhalten, was den Preis natürlich weiter nach oben treibt. Könnte es also sein, dass das Bitcoin-Halving mittlerweile eher ein psychologisches Ereignis ist? Eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Punkt Nummer 2, der den Vierjahreszyklus, den Bitcoin durchläuft, stützt und in meinen Augen auch wirklich der Hauptgrund für die Bewegung, die wir im Kurs sehen, ist, wäre die globale Geldmenge M2. Wir haben bereits mehrmals gemeinsam festgehalten, dass die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und der globalen Geldmenge M2, also dem Gelddrucken, nicht von der Hand zu weisen ist. Eine der Eigenschaften, die Bitcoin ja so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass Bitcoin Inflation einpreist. Je mehr Geld gedruckt wird, desto mehr preist Bitcoin zumindest in Fiat gemessen langfristig diese Steigerung der Geldmenge ein. Wir wissen mittlerweile, dass Bitcoin die globale Geldmenge mit einem zeitlichen Versatz von ungefähr 90 Tagen abbildet. Das hat speziell im aktuellen Cycle wirklich nahezu perfekt funktioniert. Wir schauen noch einmal genau auf diese Korrelation und sehen hier, dass der Bitcoin-Kurs seit 2023 dargestellt in Rot und der globalen Geldmenge dargestellt M2 in wirklich nahezu perfektem Einklang folgt. An der Stelle möchte ich sagen, es ist sehr gefährlich, sich nur darauf zu verlassen. Wenn das aber weiterhin so gut funktioniert wie bisher, dann werden wir Bitcoin noch in diesem Jahr bei ungefähr 150.000 Dollar sehen. Ich wünsche uns allen von Herzen, dass das passiert. Wissen können wir es aber nicht. Wir haben noch zwei weitere Punkte, die der Makroökonomie zuzuordnen sind, über die leider viel zu selten gesprochen wird, die aber beide direkten Einfluss auf den Bitcoin-Kursverlauf haben. Nämlich das sogenannte Quantitative Easing und Quantitative Tightening. Hier würde es mich wirklich einmal interessieren, ob ihr von diesen beiden Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Bitcoin bereits gehört habt oder nicht. Schreibt es mir deshalb in die Kommentare. Das Quantitative Easing und Tightening sind geldpolitische Instrumente, die von Zentralbanken eingesetzt werden. Auf globaler Ebene hat die amerikanische Zentralbank Fed den größten Einfluss. Bei Quantitative Easing kauft die Zentralbank große Mengen verschiedener Finanzanlagen, meistens Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um die Geldmenge der Wirtschaft zu erhöhen und Zinsen zu senken. Zinsen senken ist hierbei das Zauberwort. Wir haben also eine lockere Geldpolitik und Zielsetzung sind die langfristige Senkung von Zinssätzen, um Kredite günstiger zu machen und um Investitionen sowie Konsum anzukurbeln. Also die Erhöhung der Liquidität.
Realität. Die amerikanische Zentralbank druckt also neues Geld in digitaler Form und kauft damit zum Beispiel Anleihen von Banken. Das Risiko ist, dass bei einer zu lockeren Geldpolitik die Inflation steigt und wir die Gefahr von Blasenbildungen an den Märkten haben. Quantitative Tightening ist dann das genaue Gegenteil. Die Zentralbank reduziert die Geldmenge, indem sie Anleihen aus ihrer Bilanz verkauft oder diese auslaufen lässt, ohne sie zu ersetzen. Die Zielsetzung ist, die Inflation in den Griff zu bekommen, wenn die Wirtschaft überhitzt ist, und die Zinssätze zu erhöhen, um die Nachfrage zu dämpfen und die Geldmenge zu straffen. Banken haben weniger Liquidität, Kredite werden teurer und Konsum sowie Investitionen werden gebremst. Das Risiko einer zu straffen Geldpolitik ist eine Rezession und die erhöhte Belastung der Unternehmen und Haushalte. Wir merken uns also, QE, also Quantitative Easing, ist tendenziell meistens sehr positiv für die Märkte, während QT, also Quantitative Tightening, eher negativ für die Märkte ist. Genau das ist auch der Grund, weshalb wir alle paar Tage neue Schlagzeilen sehen, dass Donald Trump unzufrieden mit Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, ist. Donald Trump möchte, dass die Leitzinsen gesenkt werden. Jetzt wird der Blick auf Bitcoin im Zusammenhang mit der globalen Geldmenge M2 noch einmal viel interessanter. Wenn wir nämlich auf diesem Chart einmal auf die Bereiche achten, in denen wir eine eher straffere Geldpolitik hatten, wir könnten auch sagen Phasen, in denen dem System Geld entzogen wurde, dann erkennen wir, dass Bitcoin entsprechend negativ reagiert hat. In Phasen einer eher lockeren Geldpolitik reagiert Bitcoin in die andere Richtung, nämlich positiv. Wir sehen also, dass die Veränderung der Geldmenge einen massiven Einfluss auf den Bitcoin-Preis hat. Nachdem wir nun über die gängigen Annahmen, vor allem aber über den Einfluss des Halvings und der globalen Geldmenge M2 sprachen, bei denen die Auswirkungen auf Bitcoin nicht von der Hand zu weisen sind, müssen wir über Punkte sprechen, die dafür sorgen könnten, dass dieses Modell gebrochen wird. Denn die gesamte Situation rund um Bitcoin hat sich sehr stark verändert. 2024 markierte eine massive Wende durch die Bitcoin-Spot-ETFs. Wir haben extrem viele institutionelle Investoren, Unternehmen und sogar teilweise ganze Staaten, die bereits an strategischen Bitcoin-Reserven arbeiten. Über all das sprachen wir vor kurzem in diesem Video, hier oben rechts verlinkt. Bitcoin ist mittlerweile auf der höchsten Ebene angekommen. Die Regierung unter Donald Trump spricht öffentlich über interessante strategische Ansätze, gleich mehrere Bitcoin-Reserven aufzubauen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Retail, also Privatanleger wie wir und vielleicht noch einige wenige Unternehmen den Markt dominiert haben. Genau deshalb sprachen wir bereits darüber, dass wir die früheren Zyklen eigentlich unmöglich mit der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, vergleichen können. Einfach, weil sich so viel durchgängig verändert. Was passiert, wenn ganze Staaten oder sehr reiche Einzelpersonen einfach durchgehend Bitcoin kaufen, bei egal welchem Preis? Dann sind wir bei der legendären Aussage von Michael Saylor aus 2021, dass alle Modelle, die existieren, zerstört werden. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass sich gewisse Dinge niemals verändern werden. Egal wie viele große Player einsteigen und was für Entwicklungen wir haben, nämlich Emotionen. Auch wenn wir extreme Zuflüsse in den Markt sehen, werden wir langfristig gesehen Gier, Angst und viele andere emotionale Zustände niemals verlieren. Das ist auch der Grund für mich ganz persönlich zu sagen, wir werden wieder in Phasen eines Bärenmarktes übergehen. Zusammengefasst sei gesagt, die Indikatoren wie das Halving und auch die Veränderung der globalen Geldmenge M2 sind nach wie vor sehr gute Argumente dafür, davon auszugehen, dass sich das bisherige Modell des Vierjahreszyklus auch weiterhin fortsetzt. Aktuell deutet alles darauf hin, dass wir in diesem Jahr ein sogenanntes Blow-off-Top sehen, also einen absoluten finalen Hochpunkt, nach welchem im Anschluss der Markt so langsam aber sicher korrigiert und in den Bärenmarkt übergeht. Das Vierjahresmodell ist also zumindest aktuell weiterhin intakt. Der aktuelle Zyklus ist aber in jedem Fall sehr anders. Wir sahen ein neues Allzeithoch noch vor dem Halving im April 2024, was etwas absolut Neues war. Neu ist auch, dass wir auf einmal Spot-ETFs in den USA haben und viel mehr Menschen als noch früher auf einmal in die Anlageklasse Bitcoin investieren können. Wenn wir das einmal mit dem ersten Gold-ETF vergleichen, könnten wir gerade am Anfang einer Art neuen Ära stehen. Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass es ETFs für Gold gibt. State Street, ein US-amerikanisches Unternehmen für Finanzdienstleistungen, launchte erst in 2004 den überhaupt ersten ETF, mit dem es Anlegern ermöglicht wurde, in Gold zu investieren. Im Anschluss hatten wir dann immer mehr Marktteilnehmer, die ihre eigenen Gold-ETFs am Start hatten, und wir sehen, dass Gold genau ab 2004 in einen fast durchgängigen Bullenmarkt überging. Die Bitcoin-ETFs werden in meinen Augen über die nächsten Jahre einen ähnlichen Trend erzeugen. Das Modell wurde also aktuell noch nicht gebrochen, die Frage ist nur, wie lange das noch so weitergeht. Und diese Frage kann niemand beantworten. Weder ich, noch ihr, noch große Player wie BlackRock aus den USA. Deshalb gilt meiner Meinung nach weiterhin
weiterhin das Mantra. Der beste Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen, war immer gestern. Der nächstbeste Zeitpunkt ist immer heute. Wir werden in weitere Bärenmärkte übergehen, werden aber sehr wahrscheinlich langfristig weniger Volatilität sehen. Die 4-Jahres-Theorie sagt uns, dass wir ungefähr 500 Tage nach dem Halving das Top im Markt sehen. Damit wären wir ungefähr bei Anfang September 2025. Und ich möchte mich hier nochmal ganz eindeutig ausdrücken. Ich möchte die Chance, dass der 4-Jahres-Trend gebrochen wurde, nicht verneinen. Aktuell sieht es aber nicht danach aus und wissen werden wir es sowieso alle erst dann, wenn Bitcoin beispielsweise nächstes Jahr im März auf einmal ein neues Allzeithoch erreicht. Dann, auch wirklich erst dann, haben wir die Bestätigung, dass diese Theorie gebrochen wurde. Und außerdem sollte sich jeder einmal selbst die Frage stellen, macht das überhaupt einen Unterschied? Ein Bitcoin ist nach wie vor ein Bitcoin und langfristig gesehen wird in meinen Augen jeder, der einfach weiterhin Bitcoin stackt, viel besser dastehen als der Durchschnitt und deshalb blende ich hier als schönen Abschluss für heute noch einmal die Kursziele von Michael Saylor im Jahr 2045 ein. Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als mich für euren stetigen Support zu bedanken, hoffe ihr konntet wie immer sehr viel mitnehmen und wünsche euch noch einen schönen Tag.